Hallo Christian Braun, ich bin Josef und ich habe mir 5 Fragen vorbereitet, die ich dich gerne heute stellen würde. Sehr gerne, kannst du machen. Ich gebe mir Mühe, die beste Antwort zu geben. Okay, wann hast du ungefähr mit Schach angefangen? Also wie alt warst du und wie bist du darauf gekommen, ausgerechnet Schach zu spielen? Ja, tatsächlich war das doch ein besonderer Weg. Also mein Vater hat mal versucht, mir Schach beizubringen, als ich 6 Jahre alt war. Damals wollte ich lieber dem Springer Milch geben, ja, zum Trinken, als selber mit den Schachfiguren zu ziehen. Und ja, das Interesse war da noch nicht so groß scheinbar. Und dann, ja, mit ungefähr 10,5 Jahren, also ich habe auch damals Taekwondo im hohen Leistungssport gemacht in meinem Alter, hatte ich aber einen Autounfall. Und ja, das hat mich dann zu einigen Wochen Krankenhaus verdonnert, sagen wir es mal so, und zu 7 Monaten Sportpause. Da gab es dann damals den ersten Gameboy. Ja, da hat mein Vater mir so ein Schachspiel auch dabei geschenkt. Da habe ich das gespielt, die Regeln gelernt, war fasziniert und ab dem Moment wollte ich Schach spielen und bin also so mit 10,5 ungefähr zum Schachspiel selber gekommen. Ja, und wie haben sie sich so ungefähr entwickelt, bis sie 13 Jahre alt waren? Also welche Spielstärke hatten sie etwa mit 13? Tja, wenn man sich die Spiele heutzutage anguckt, war das leider keine so besondere Entwicklung, muss man sagen. Also ich war mit 13 Jahren vielleicht so wahrscheinlich bei 1600 ungefähr, würde ich sagen. 1500, mein wirklich großer Sprung kam erst, glaube ich, so im Alter von so 17 Jahren ungefähr. Da bin ich dann von 2,1 auf bald 2,3 innerhalb von 1,5 Jahren und dann ging es dann langsam wieder höher. Ja. Und wann haben sie sich ihren Titel geholt? Also wann hatten sie etwa ihren ersten Titel? Das ist eine gute Frage. Ich schätze, dass ich mit 21 Jahren FIDE-Meister geworden bin. Es könnte aber mit 22 Jahren sein. Bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber ja. Und wann sind sie IM geworden? Hier bin ich gewonnen tatsächlich im Jahr 2012. Nachdem ich meine letzte EM-Norm schon im gleichen Jahr gemacht hatte, über Pfingsten beim Limburg Open, habe ich dann gegen den damaligen Großmeister Benjamin Bock remisiert, ja, mit Schwarz. Und seitdem war ich dann über 2400. Also die letzte Norm hat dann quasi hatte ich ja schon, dann die 2400, dann war ich dann auch Titelträger endlich mal. Und sind sie schon GM? Weil das weiß ich nicht genau. Oder wollen sie noch einer werden? Zweiteres, ich will noch einer werden. Ja, ich tue noch alles dafür. Also eine Norm fehlt mir noch und die 2500 müssen auch noch her. Aber ich bin jetzt motiviert hier in Düsseldorf und dann versuchen wir das mal anzugehen. Und was empfehlen Sie so für so einen Jugendlichen wie mich? Was sollte man so am besten so, wie viel Zeit muss man in Schach stecken? Und was sollte man so machen, um sich gut zu verbessern? Das ist eine sehr gute Frage tatsächlich, weil man kann halt viel trainieren, man kann aber auch viel falsch trainieren. Ich meine, ich hatte selber tatsächlich niemals einen Trainer. Das ist vielleicht auch irgendwo für mich ganz gut gewesen, selber als Trainer zu sehen, was hätte man als Kind vielleicht lernen sollen, lernen wollen. Also natürlich, klar, wichtig, eine taktische Grundausbildung. Also Taktik habe ich sehr viel gemacht. Ich würde sagen, bis ich 1900 hatte, war ich auch nur taktisch gut, ja, strategisch nicht. Und dann habe ich irgendwann mein Spielziel geändert, um halt strategisches Schach zu lernen, auch viel Strategie gemacht. Also ich empfehle dann quasi auch, wenn man, sage ich jetzt mal, taktisch sehr, sehr gut ist, dann durchaus auch strategische Sachen zu machen, um halt der komplettere Spieler zu werden. Naja, was das eigene Training angeht, das ist natürlich immer so eine Frage. Also ich war auch mal 5 Wochen die Woche Fußball spielen, so ist das nicht, aber durchaus, sage ich mal, regelmäßig sich mit Schach zu beschäftigen und halt auch eine Leidenschaft für das Spiel zu haben. Ich glaube, das sind die wichtigsten Wege zur Verbesserung, gepaart mit natürlich sehr, sehr vielen Partien, ja, Turniere, Mannschaftskämpfe und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Aber wenn du jetzt trainieren müsstest in der Woche, würde ich sagen, dass man so in der Woche schon so 3-4 Stunden Eigenstudium einstecken sollte. Aber ich denke, wenn man sich wirklich für Schach interessiert, dann macht man das auch allgemein sehr gern. Und ja, das sind so meine Tipps. Ja, und was sagen Sie eigentlich zu diesen ganzen Online-Sachen? Also finden Sie es gut, dass die Kinder jetzt so viel Zeit mit Schach online oder Zocken und sowas verbringen oder finden Sie es besser, so wie früher, nur mit Büchern und Schachfiguren zu trainieren? Gute Frage tatsächlich. Ich bin da noch von der alten Garde. Ich habe mich damals noch an den Weiher gesetzt, ja, mit 13, 14 Jahren mit meinem Buch und meinem Schachbrett zum Aufbauen und habe dann da 2 Stunden Schach gemacht. Heutzutage geht das natürlich alles viel einfacher. Der Input ist viel größer durch die ganzen Online-Überschwemmungen. Man muss natürlich dann immer gut herausfiltern, was ist eigentlich gut, was ist nicht so gut. Ja, allgemein finde ich, kann das eine Bereicherung sein, auf jeden Fall, ja, sofern man sich die richtigen Sachen anguckt. Und ja, man spart natürlich auch durchaus Zeit. Ja, wenn ich ein Buch durchgelesen habe, hat das doch was länger gedauert, als wenn ich dem Autoren zugehört habe. Also ich glaube, dass das schon eine Bereicherung insgesamt ist. Wenn man die Materialien gut filtert, dann ist das mit Sicherheit etwas Gutes. Okay, vielen Dank für Ihr Interview. Sehr gerne.